Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar. Heute wird es, wie Sie hier sehen können, um das Thema Fristen und Wiedervorlagen gehen. Wir befinden uns also im 6. Teil unserer Grundlagen in Time Sensor Legal Webinarreihe. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin für den deutschsprachigen Raum zuständig bei der Time Sensor AG. Das bedeutet die deutschsprachige Schweiz und Deutschland. Und heute, wie bereits gesagt, wird es um Fristen und Wiedervorlagen gehen. Das heißt, zum einen werden wir uns im ersten Punkt der Agenda anschauen, wie wir diese erstellen und verwalten. Dann werden wir uns anschauen, wie wir eine wiederkehrende Frist beziehungsweise in diesem Fall eine wiederkehrende Wiedervorlage anlegen. Und dann werden wir uns noch anschauen, wo überall in der Software wir anschließend diese erstellten Fristen und Wiedervorlagen nochmal einsehen können. Ich möchte keine Zeit verlieren, blende somit meine Präsentation hier aus und wir finden uns hier in Time Sensor Legal wieder. Ich bin, wie wir hier oben sehen, als Frau Monika Muster angemeldet. Frau Monika Muster ist in unserer Kanzlei der Muster und Sample eine der Partnerinnen, hat also Administrationsberechtigung und ist demnach nicht eingeschränkt in der Nutzung der Software. Die Fristen und Wiedervorlagen, hier an dieser Stelle einmal kurz zu erwähnen, dass es sich dabei um ein eigenständiges Add-in handelt. Das heißt, dieses müssen Sie abonniert haben in Time Sensor Legal 365, damit Sie diesen Button hier bedienen können. Den finden wir im persönlichen Bereich der Sachbearbeiter. Was wir schon in vorherigen Webinaren gelernt haben, ist, der persönliche Bereich der Sachbearbeiter lässt sich via Auswahl oben links in der Bereichsleiste bestimmen. Ich klicke hier also auf Frau Monika Muster und wähle anschließend den Button für Fristen und Wiedervorlagen. Wie wir sehen, öffnen sich jetzt hier die Fristen und Wiedervorlagen. Oben links sehen wir, dass diese für Frau Muster hinterlegt sind. Wir gehen einmal diese Maske gemeinsam durch und prüfen sie auf ihre Funktionalitäten. Zum einen sehen wir hier oben ein kleines Pfeilchen. Hier haben wir also die Möglichkeit, über alle Benutzer Fristen und Wiedervorlagen einzusehen. Wichtig ist dabei, ich wähle das Ganze noch einmal an, wie ich eben schon betont habe, wir haben hier als Frau Monika Muster, als Administratorin der Time Sensor Legal 365 Software alle Möglichkeiten zur Bedienung der Software. Das heißt, wir sind nicht eingeschränkt. Hier kann es durchaus sein, dass wenn Sie das Ganze nachstellen, Sie nicht für alle Berechtigungen in der Software haben. Das bedeutet, dass Sie unter Umständen hier nur Ihren Eigennamen sehen. Das ist nicht weiter schlimm. Das bedeutet einfach nur, dass Sie eben nur Fristen einsehen können, mit denen Sie auch verlinkt sind, mit denen Sie also zu tun haben, die auf Ihren Namen und Sachbearbeiter laufen. Bei uns ist es jetzt aber so, dass wir uns das Ganze einmal in seinem vollen Umfang anschauen möchten. Wir stellen hier also die Auswahl auf alle Benutzer und können jetzt, wie wir sehen, alle Fristen und Wiedervorlagen für den Monat Mai 2025 über alle Benutzer der Software sehen. Weiter hier oben können wir auch noch Kategorien anwählen. Das sehen wir uns gleich noch genauer an. Für Fristen und Wiedervorlagen gibt es jeweils eigene Kategorien, die Sie auch selbst für Ihre Kanzlei bestimmen und konfigurieren können. Wie das vonstatten geht, wie gesagt, gleich noch mal mehr dazu. Und dann gehen wir etwas weiter runter. Hier sehen wir also schon einzelne Fristen bzw. Wiedervorlagen. In der ersten Spalte sehen wir, für welchen Klienten, Mandanten wir diese Frist oder Wiedervorlage erstellt haben. Und in der Reihe darunter, in der Spalte darunter, können wir sehen, beziehungsweise in der Zeile, Entschuldigung, können wir sehen, worum es sich handelt, was also Bestandteil oder Grund dieser Frist und Wiedervorlage ist. Dann funktioniert das Ganze hier während der Eintragung mit einem Ampelsystem. Wir sehen also, hier oben haben wir ein kleines grünes Häkchen. Wenn ich das Ganze einmal öffne, sehen wir, es handelt sich also um eine erledigte Frist. Diese Maske begutachten wir gleich noch mal etwas intensiver. Zurück zum Ampelsystem. Wir sehen also, dass Erledigtes mit einem grünen Haken markiert wird. Und dann gibt es noch zwei andere Symbole. Zum einen ist das ein Kreis, ein kleiner Punkt. Und dann haben wir hier noch ein Fähnchen. Die unterscheiden sich insofern, dass es sich bei dem roten Punkt beziehungsweise bei einem Punkt allgemein, hier unten sehen wir ihn in Gelb, um eine Frist handelt. Und hier, wenn ich das Ganze öffne, sehen wir hier oben, handelt es sich um eine Wiedervorlage. Wir haben also Punkte und Fähnchen, das heißt Fristen und Wiedervorlagen. Und die werden angezeigt in Form eines Ampelsystems, was für uns bedeutet, wenn der Punkt auf Rot steht, Rot bedeutet bei einer Ampel stehen bleiben, nicht gehen, dann ist es also ein dringliches Anliegen. Ich werde hier zur Aufmerksamkeit aufgerufen. Das bedeutet für Fristen, bedeutet Rot, dass diese sehr, sehr nah am aktuellen Tagesdatum stehen oder bereits in der Vergangenheit liegen. Das können wir hier gut sehen. Wir haben hier unser Tagesdatum. Wir sehen also, das ist eine Frist, die wir scheinbar verpasst haben. Deswegen ist diese rot markiert.
Hier haben wir eine Frist, die die nächste Woche betrifft. Die Frist für die nächste Woche ist schon gelb. Aus dem Grund, wir sehen hier oben, dass das Ganze für eine Wiedervorlage, obwohl diese vor der Frist, die wir gerade begutachtet haben, liegt, noch auf grün steht. Es ist einfach so, dass wir annehmen, dass Fristen etwas dringender zu bearbeiten sind, da es sich oft eben um gerichtliche Fristen handeln kann. Aus diesem Grund wird eben dann schon früher dieser Punkt auf Gelb springen, sodass Sie dazu angehalten werden, diese Frist auch einzuhalten und eben die notwendigen Arbeiten bis zum Ablauf der Frist durchzuführen. Wir navigieren jetzt etwas weiter nach unten in unserer Ansicht. Wir sehen hier links einen kleinen Plus-Button, den werden wir gleich noch intensiv studieren. Mit diesem können wir eine Frist neu erstellen. Wir können natürlich auch mit dem Minus-Button daneben unter Auswahl einer Frist oder Wiedervorlage diese löschen. Und dann sehen wir hier noch eine Angabe dazu, dass sich in den Vormonaten noch eine unerledigte Frist befindet. Das ist für uns insofern relevant, dass wir also hiermit sehen, dass Timesensor uns auch unerledigte Fristen und Wiedervorlagen anzeigt und uns darauf aufmerksam macht. Wenn ich hier einen Monat zurück navigiere in der Zeitübersicht in den April 2025, dann kann ich hier sehen, dass es diese Frist sein muss, beziehungsweise diese Vorlage in dem Fall. Öffne ich das Ganze, sehe ich auch, dass es nicht erledigt wurde. Möchte ich es erledigen, kann ich das hier unten durch Aktivieren der Checkbox Erledigt tun. Nebendran sehen wir auch schön, dass hier verzeichnet wird, wer die Frist erledigt hat und wann diese als erledigt markiert wurde. Jetzt navigiere ich zurück in den Mai und wir sehen, dass diese Anzeige verschwunden ist. Ich kann gleichzeitig, das gucken wir uns noch einmal kurz an, hier oben, wir sehen also, hier gibt es eine erledigte Frist, erledigtes Ausblenden. Da denken wir gerne zurück an unser Ticketsystem, wo sich das Ganze ähnlich verhält. Und weiterhin habe ich natürlich auch noch die Optionen, hier nur Fristen beziehungsweise in diesem Fall dann wieder Vorlagen, hier nur wieder Vorlagen oder nur Fristen anzeigen zu lassen. Natürlich kann ich mir auch, wenn ich eine Frist oder Wiedervorlage auswähle, hier weitere Hilfsmittel verschaffen. Und zwar habe ich die Möglichkeit, hier via Auswahl des Drucken-Buttons eine Fristenliste oder Fristendetails oder eine Mandatsfristenliste auszudrucken. Diese Listen, das möchte ich am Rande sagen, die können Sie auch selbst erstellen. Das heißt, das ganze System ist auch an dieser Stelle wieder sehr benutzerfreundlich eingerichtet. Sie können das also auf Ihren Kanzleistandard anwenden und adaptieren, so wie Sie das eben möchten, so wie Sie das für Ihre Prozesse und für Ihren Workflow am besten gebrauchen können. Und wenn wir uns hier unten dann noch das bekannte Aktionsmenü anschauen, das natürlich immer, um das noch einmal kurz zu zeigen, wenn ich hier nichts auswähle, bei einer Selektion. Das heißt, ohne Selektion passiert hier nichts. Der Button reagiert zwar, aber wir sehen, er weiß nicht, womit er reagieren soll. Klicke ich mit einer Selektion darauf, erhalte ich das folgende Menü. Hier kann ich eben die Mandatsmappe öffnen, das entsprechende Dossier öffnen. Hier kann ich die Frist duplizieren. Worum es da geht, schauen wir uns gleich noch intensiver an. Ich kann die Frist verschieben. Da klicken wir einmal drauf. Ich kann also mit dieser Frist einen Verschub hier vereinbaren und ich kann zum Beispiel eine Frist auch verlängern. Da bekommen wir das gleiche Menü. Das würde ich jetzt hier einmal unterlassen. Und wir können die verbundene Adresse bzw. auch das verbundene Mandat anzeigen lassen. Das will ich auch noch einmal kurz demonstrieren, auch mit dem Mandat. Wir sehen also, hier geht es um diese Adresse und dann das Mandat Arbeitsrecht in diesem Fall und bei dieser Frist. So, jetzt sind wir hier schon im Juni. Wir navigieren noch einmal in den Mai zurück und schauen uns jetzt mal an, wie wir das Ganze bewerkstelligen, wenn wir tatsächlich eine Frist erfassen möchten. Ich klicke also, wie eben schon beschrieben, hier unten auf das Plus-Symbol, auf den kleinen Plus-Button und kann jetzt hier oben links angeben, ob es sich um eine Frist oder Wiedervorlage handelt. Ich wechsle hier einmal zwischen den Ansichten und Sie beobachten, was sich auf dem Screen verändert. Wir sehen also, wenn ich eine Frist auswähle, habe ich hier noch so ein kleines Symbol, was extra auftaucht. Und hier steht dann natürlich Frist bzw. Wiedervorlage für die jeweilige Auswahl. Bei uns ist es so, wir möchten jetzt vielleicht erstmal eine Frist erstellen. Deswegen werde ich diese Auswahl hier lassen. Und dann gehen wir weiter nach rechts, wo wir dann angeben können, wie diese Frist heißen soll. Dieses Feld hier bezieht sich also direkt auf die Angabe hier unten, wo wir hier Abgabeguthaben stehen haben, sodass wir eben spezifizieren können, worum es geht. Es besteht hier die Möglichkeit, auch in diesem Feld Vorschlagswerte zu hinterlegen. Ich habe hier einmal Gutachten und Einspruch als Vorschlagswerte drin, was für mich bedeutet, wenn ich eben hier auf diesen kleinen Regler klicke, dann habe ich die Möglichkeit, hier meine bereits vordefinierten Vorschlagswerte einzugeben. Ich kann allerdings auch
hier das Ganze einfach als Freitextfeld nutzen und könnte hier zum Beispiel unsere Frist eingeben. Wir möchten das Ganze jetzt mal exemplarisch erstellen, damit wir das Ganze wiederfinden, nennen wir es unsere Frist. Und unsere Frist können wir in der Spalte darunter nochmal weiter definieren, wann also diese Frist zu laufen beginnt, beziehungsweise wann die Frist abläuft. Das Ganze können wir entweder manuell machen hier. Ich schließe das nochmal. Oder, um auf dieses kleine Pfeilchen hier zurückzukommen, haben wir auch einen Fristenrechner. Dieser Fristenrechner, der unterstützt uns bei der Berechnung einer Frist, in der Regel gesetzlicher Fristen. Hier ist es so, dass wir eine Schweizer Datenbank haben. Wir agieren also unter Schweizer Gesetzmäßigkeiten, unter Schweizer Recht. Dementsprechend haben wir hier das Ganze auch zugrunde liegend. Wenn wir also hier eine Frist berechnen, basiert diese auf in der Schweiz geltendem Recht. Möglich ist es auch für unsere deutsche Kundschaft, dass das Ganze in Deutschland funktioniert. Wenn Sie eine deutsche Datenbank haben, wenn Sie also ein Kunde in Deutschland ansässig sind, dann werden Sie hier deutsches Recht zugrunde legen. Dann sehen die Felder etwas anders aus. Wir sehen also hier, dass sich eben das Ganze noch ändern kann. Wir zeigen es jetzt aber in dieser Variante. Da möchte ich Ihnen eben nur die Sorge nehmen. Das Ganze funktioniert also in mehreren Ländern, ist entsprechend landestechnisch angepasst. Hier oben können wir jetzt den Ereignistag selbst angeben. Da haben wir auch eine kleine Kalenderfunktion. Sagen wir vielleicht, der Ereignistag wäre der 13. Juni diesen Jahres und können jetzt eben hier weitere Parameter hinzufügen. Wir haben auch die Möglichkeit, Standardfristen für unsere Software zu hinterlegen. Wenn wir also in einem bestimmten Rechtsgebiet immer wieder auftauchende Fristen haben, die wir frequentiert oder hochfrequentiert benutzen, dann lohnt es sich, diese als Standardfristen zu hinterlegen. Dann muss ich nicht jedes einzelne Mal die Frist neu berechnen und konfigurieren, sondern es genügt einfach, eine hier hinterlegte Standardfrist auszuwählen. Wie ich das Ganze mache, habe ich soeben gezeigt. Ich zeige es gerne noch einmal. Ich gehe hier im Fristenrechner auf das Aktionsmenü direkt neben der Auswahl hinzufügen, also neben der Tageauswahl, sage Standardfristen bearbeiten und könnte dann hier unten mit diesen Hilfsmitteln, dem Plus und dem Mülleimer-Symbol, könnte ich Standardfristen hinzufügen oder wieder löschen. Hier können wir festlegen, wann die Frist beginnt, also am Folgetag des Ereignisses oder am Ereignistag selbst. Ereignistag ist für uns jetzt der 13. Juni. Das ist sogar der Freitag, der 13. In dem Fall immer ein passendes Datum für eine Frist. Das werden wir also auf keinen Fall verpassen. Hier unten können wir den Ablauf der Frist festlegen. Wir können also sagen, ob Samstage, Sonntage und Feiertage ausgeschlossen werden bei der Berechnung. Wir können ein zugrunde liegendes Rechtssystem oder eine gesetzliche Regelung hier aussuchen oder ausschließen und wir können sagen, ob es sich um eine gesetzliche Frist handelt oder nicht. Hier unten finden wir einen kleinen Disclaimer der Timesensor AG. Hier möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Sie ohne diese Checkbox hier zu aktivieren, diese Frist von Timesensor Legal 365 nicht vorschlagen lassen können. Es ist also so, dass Sie immer selbst noch einmal prüfen müssen, ob diese Frist tatsächlich korrekt berechnet wurde. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass das Tool unter möglicherweise falschen Angaben oder dergleichen korrekte Fristen berechnet. Sie sollten also immer im Vier-Augen-Prinzip am besten oder auch nur mit 2 Augen nochmal nachprüfen, ob diese Frist tatsächlich korrekt erfasst wurde. Die Verantwortung dafür liegt in Ihrer Kanzlei. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle sagen, Frist vorschlagen und schon sehen wir, dass mir hier oben die Frist hineingeploppt ist. Wir schließen den Fristenrechner jetzt wieder und navigieren weiter in dieser Maske. Wir haben jetzt also hier das Datum der Frist erfolgreich berechnet. Wir könnten jetzt hier noch den Fristablauf vielleicht nicht auf 17 Uhr, sondern auf 12 Uhr setzen. Somit wird diese Frist also um 12 Uhr enden. Das ist dann also am Ereignistag beziehungsweise am Tag danach, am 14., da wir eben Sonnenfeiertage und Samstage ausgeschlossen haben. Um 12 Uhr wird dann unser Ereignis stattfinden. Und jetzt können wir im Betreff dieser Frist auch noch den Fristenträger festlegen. Dazu können wir entweder hier das Feld einfach beschreiben oder wir bekommen via Kontextmenü, via Aktionsmenü einmal die Auswahl. Diese kennen wir schon aus dem Timesheet, die ist uns also bekannt. Hier kann ich entweder nach Mandatsname, nach Mandanten und Mandat, nach Mandanten oder nach Mandatsführer das Ganze auswählen. Das ist, wie Sie das möchten. Ich persönlich genieße am ehesten das Selektorfenster, weil ich da die Möglichkeit habe, über die ganze Software nach den mir bekannten Adresskategorien zu suchen. Hier habe ich also die Möglichkeit, eben
nach spezifischen Klienten zu suchen und muss nicht durch die ganze Liste scrollen. Das finde ich sehr bequem. Ich kann das Ganze via Drag and Drop hier einfach ganz bequem in das entsprechende Feld ziehen und schon habe ich hier eben hinterlegt, dass es sich um eine Frist für die Frau Regina Regia handelt. Diese Frist heißt unsere Frist, damit wir sie auch gleich wiederfinden. Und diese Frist könnten wir jetzt noch einer Kategorie zuordnen. Mit den Kategorien verhält es sich ähnlich, wie ich vorhin schon hier mit den Vorschlagswerten im oberen Feld, also in der Bezeichnung der Frist, gesagt hatte. Auch hier ist es so, dass wir uns eben Vorschlagswerte zurechtlegen können, damit wir nicht immer in dieses eigentlich Freitextfeld etwas hineinschreiben müssen. Das heißt, wir können auch hier zum Beispiel sagen, es handelt sich in diesem Fall um eine Erstberatung, einen Gerichtstermin. Wir könnten auch vorläufige Termine kreieren oder Jour-fix-Termine. Das ist also ganz Ihnen und Ihrem Administrationspersonal überlassen in Ihrer Kanzlei. Da können Sie selbst bestimmen, wie Sie das Ganze einrichten möchten. Wir nehmen jetzt zum Beispiel einmal das Jour-fix. Warum sehen wir gleich noch? Und navigieren weiter nach unten. Hier sehen wir, dass es sich um eine Frist handelt. Hier haben wir die Möglichkeit, einzustellen, wen diese Frist betreffen soll. Zum einen können wir das über eine Auswahl links in diesem Menü machen. Wir können also hier einzelne Personen auswählen, wie wir das möchten. Wir können natürlich auch nur eine Person auswählen. Die Frist muss aber mindestens einer Person zugeordnet sein. Nach oben ist dies nicht begrenzt. Und hier haben wir die Möglichkeit, eben mehrere Personen gleichzeitig nach Zuordnung zur Sachbearbeitergruppe auszuwählen. Möchte ich also eine Frist für alle Partner erzeugen und drücke hier auf Partner, dann werden, wie wir sehen, auf der linken Seite gleich alle Partner selektiert. Dann kommen wir hier jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt bei der Einrichtung einer Frist. In der Regel möchte ich an eine Frist auch erinnert werden. Hier habe ich die Möglichkeit, eine Warnung anzeigen zu lassen. Eine Warnung bedeutet in diesem Fall, dass mir einfach auf dem Bildschirm, während ich in Timesensor arbeite, ein kleines Fenster geöffnet wird, was mir dann eben die Informationen zu von mir erstellten Frist oder zu einer von anderen Personen erstellten Frist, die in meinem Namen eingefügt wurde, ähm, hier entgegenbringt. Darüber werde ich dann also auf meinem Screen informiert. Gleichzeitig, wenn mir das nicht ausreicht, kann ich hier auch noch das Senden eines Tickets konfigurieren. Das bedeutet, das Ticketsystem haben wir schon kennengelernt, dass ich hier oben dann einen Eingang eines Tickets bekomme, der dieselben Informationen enthält, die ich auch hier hinterlegt habe. Hier unten haben wir noch ein Detailfeld, damit wir weitere Informationen zu dieser Frist festlegen können. Alternativ ist es bei Fristen, nicht bei Wiedervorlagen, aber bei Fristen auch so, dass wir hier eben auch noch eine Historie angeben können. Das können Sie konfigurieren, wie Sie möchten, pro der jeweiligen Frist. Bei uns ist es so, ich arbeite hier gerne mit den Details und auch hier, wie wir das schon kennen, haben wir verschiedene Vorschlagswerte, die wir hinterlegen können. Ich habe hier zum Beispiel einen Vorschlag, dass ein Klient angerufen hat. Das passt natürlich jetzt hier oben nicht zu unserer Auswahl des Jour-Fixes. Ich kann es aber auch gleich wieder herauslöschen. In dem Fall wäre es so, dass ich beispielsweise hier alle Partner anwählen könnte und dann hier die Bitte hinterlassen könnte, dass einer der Partner sich mit einer potenziellen neuen Klientin in Verbindung setzt. Wir löschen das Ganze jetzt nochmal heraus und bestätigen einmal diese Frist. Das mache ich also via hier oben den Button. Das ist ganz wichtig. Bestätigen müssen Sie sie immer, sonst ist sie nicht gespeichert. Und nun haben wir diese Frist erstellt. Wir gehen jetzt hier einen Monat weiter und sehen jetzt hier, na, wo haben wir sie? Da sehen wir jetzt unsere Frist. Wir sehen auch, dass diese Frist noch ein kleines blaues Fragezeichen enthält. Das bedeutet einfach, ich öffne das Ganze hier nochmal, wir haben hier unten den Button erledigt oder die Checkbox erledigt und geprüft. Diese Frist ist noch nicht geprüft. Wir arbeiten auch hier, weil wir eben hier mit höchster Präzision arbeiten müssen, mit einem Prüfmechanismus, der von anderen Sachbearbeitern bzw. anderen Mitarbeitern durchgeführt werden sollte. Ich habe als Monika Muster diese Frist erstellt. Versuche ich jetzt, diese selbst zu prüfen, werde ich gewarnt, dass das nicht möglich ist, da ich sie eben selbst erstellt habe. Das heißt, hier müsste sich nun ein anderer Benutzer einloggen und müsste diese Frist prüfen. Wir schauen uns an, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier zum Beispiel noch wieder Vorlagen. Moment. Hier hätten wir eine Frist, die ist zwar erledigt, wir sehen aber ähnlich wie bei Aktivierung der Checkbox erledigt, dass wir auch hier eben einen Mitarbeiter hatten, was jetzt hier der Herr Cesarini war, der diese Frist geprüft hat. Das Ganze schließen wir noch einmal und wir navigieren hier zurück zu unserer Frist.
Als nächstes, da wir jetzt wissen, wie wir eine Frist erstellen mit Wiedervorlagen, verhält es sich ganz genauso, eben nur, dass Sie Wiedervorlagen oben links auswählen. Wir wissen jetzt, wie wir das Ganze erstellt haben und möchten uns dann anschauen, wie wir eine wiederkehrende Frist kreieren. Wir kennen das Prinzip vielleicht schon aus anderen Programmen. Man kennt es auch aus Teams, hier aus der Kalenderfunktion. Da ist die Möglichkeit gegeben, eben wiederkehrende Termine zu erstellen. Im Time Sensor können wir das auch bewerkstelligen. Und zwar machen wir das, indem wir eine Frist oder eine Wiedervorlage erstmal anlegen, genauso wie wir das gerade gesehen haben. Und dann wählen wir diese aus. Und dann haben wir hier unten im Aktionsmenü die Möglichkeit, diese zu duplizieren. Wähle ich das aus, komme ich an die folgende Maske und kann hier dann ganz präzise wiedergeben, ähm, um was für einen Termin oder was für eine Wiederholungsrate es sich handeln soll. Hier könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte einen monatlichen Termin, der soll immer am Tag 14 in jedem ersten Monat stattfinden. Oder ich könnte sagen, ich möchte eben hier immer am letzten Freitag eines dritten Monats, also quartalsmäßig in diesem Fall, möchte ich diese Frist wiederholen lassen und ich möchte das Ganze vielleicht auf einen Zeitraum von 12 Monaten begrenzen. Hier könnte ich natürlich auch sagen, ich möchte Jahre. Das wäre dann eine identische Auswahl. Ich möchte ihn auf ein Jahr begrenzen. Hier unten, auch diese Auswahl kennen wir bereits, könnte ich eben noch angeben, ob ich Sonnenfeier- und Ferientage ausschließen möchte oder nicht. Wir lassen das Ganze hier und sagen Nein und bestätigen das. Und jetzt sehen wir, wenn wir hier weiter navigieren, dass eben diese Frist, unsere Frist, damit wir sie wiederfinden, entsprechend dupliziert wurde und wir hier ein wiederkehrendes Ereignis kreiert haben. So viel also zu Fristen und Wiedervorlagen hier über den persönlichen Bereich im tatsächlichen Konfigurator für Fristen und Wiedervorlagen. Der letzte Punkt unserer Agenda ist, dass wir uns anschauen möchten, wo in der Software wir das Ganze noch einmal sehen können, wo wir es also wiederfinden. Das möchte ich auch noch zeigen. Wir kennen bereits hier unten das Aktionsmenü und haben hier die Möglichkeit, das Dossier zu öffnen. Wir öffnen hier das Dossier und wir sehen, na, wir sehen hier oben zum Beispiel bei Frau Regia einen Rückruf, eine Wiedervorlage, die wir hier eingetragen haben. Und die ist für den 26.05. vorgesehen. An anderer Stelle finden wir zum Beispiel, gehen wir mal hier hinein, ja, da haben wir keine Frist, die vorhanden ist. Das ist kein Problem. So suchen wir uns eine. Schauen mal, was wir noch an Unerledigtem in der Software haben aktuell. Hier hätten wir zum Beispiel noch einen Gerichtstermin. Das ist auch eine Frist. In diesem Fall, wir sehen das an dem Punkt und hier könnten wir auch die Mandatsmappe öffnen und sehen, dass wir auch hier in der Mandatsmappe nun den Gerichtstermin einsehen können. Um das Ganze eben noch einmal zu zeigen, wir können also im Dossier diesen Termin einsehen. Hier oben haben wir ihn stehen. Auch dort können wir eben Erledigtes ausblenden etc. Dort haben wir auch einige Optionen, die wir eben gleich im Fenster zur Konfiguration von Fristen und Wiedervorlagen haben. Auch hier könnten wir das Ganze eben bearbeiten und wie eben schon gezeigt, auch in der Mandatsmappe. Hier haben wir also dieselben Optionen. Hier können wir auch selektieren, um welche Kategorie es sich handeln soll, die wir anzeigen lassen möchten und von welchen Benutzern wir das Ganze anzeigen lassen können oder möchten. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Webinars angelangt. Ich hoffe, Sie haben jetzt volle Kenntnis darüber, wie Sie mit Fristen und Wiedervorlagen umgehen. Sollte das nicht der Fall sein, findet sich in unserem Internetauftritt auch eine entsprechende schriftliche Dokumentation zum Thema. Da finden Sie auch nochmal Screenshots und das ganze Prinzip wird eben schriftlich erläutert. Das Ganze finden Sie, wie gesagt, in unserem Internetauftritt unter dem Schlagwort Fristen und Wiedervorlagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme am heutigen Termin und verabschiede mich.